Sein Name bedeutet Sohn des Teufels. Sein Wappen: ein Drache, der sich in den eigenen Schwanz beißt. Sein Erbe: ein Wald aus Pfählen und ein Mythos, der uns bis heute nicht loslässt. Du glaubtest, Dracula sei eine Erfindung, eine Horrorgeschichte, eine Fantasie. Falsch. Vlad der Pfähler hat tatsächlich gelebt. Er herrschte, tötete und verteidigte sein Volk gegen das größte Imperium seiner Zeit. Und die Wahrheit über ihn ist erschreckender als jeder Vampirmythos. Willkommen bei Welt der Legenden. Heute decken wir auf, wer Vlad Dracula wirklich war. Ein Mann, den sein Volk als Nationalheld verehrt und den seine Feinde selbst nach 500 Jahren noch fürchten. Der Sohn des Drachen. Wir schreiben das Jahr 1431. In Sighisoara, einer kleinen Stadt in Transsilvanien, wird ein Kind geboren. Sein Vater heißt Vlad der II., auch bekannt als Vlad Dracula. Nicht wegen seiner Grausamkeit, sondern wegen seines Ordens. Denn Vlad der II. War Mitglied des Drachenordens, einer Ritterbruderschaft, gegründet vom heiligen römischen Kaiser Sigismund. Ihr Auftrag: die Christenheit gegen die Osmanen verteidigen. Ihr Symbol: ein Drache, Dracul. Auf Rumänisch heißt das Wort Drache, aber auch Teufel. Eine Sprache, die keine Unterschiede macht zwischen dem Hüter und dem Monster. Und der Sohn dieses Mannes? Er nannte sich Dracula, Sohn des Drachen oder Sohn des Teufels, je nachdem, welche Seite der Geschichte du glaubst. Geisel im Reich der Osmanen, 1442. Vlad ist 11 Jahre alt. Sein Vater, um den Frieden mit Sultan Murad II. Zu erkaufen, gibt seine 2 Söhne als lebende Pfänder, Vlad und sein jüngerer Bruder Radu. Beide werden in osmanische Festungen gebracht, getrennt von ihrer Familie, gefangen in einer fremden Welt. Doch die Brüder reagieren vollkommen verschieden. Radu passt sich an. Er lernt die osmanische Sprache, übernimmt die Sitten, wird ein Liebling am Sultanhof. Man nennt ihn bald Radu der Schöne. Vlad lernt etwas anderes. Er lernt, wie Macht funktioniert. Er lernt, wie Angst erzeugt wird. Er lernt den Hass. Und er kommt zurück. Doch das Schlimmste steht ihm noch bevor. Der Fürst kehrt heim und setzt Zeichen 1456. Nach Jahren des Exils und politischer Intrigen übernimmt Vlad III. Zum 2. Mal die Macht in der Walachei. Er verschwendet keine Zeit. Sein erster Schritt: die Bojaren. Das waren die Adligen der Walachei. Korrupt, verräterisch, mächtig. Viele von ihnen hatten seinen Vater verraten. Einige hatten seinen älteren Bruder lebendig begraben. Vlad lädt sie zu einem Festmahl ein. Die Bojaren kommen, sicher, entspannt, erwartungsvoll. Mitten im Fest lässt er alle verhaften. Die Alten und Kranken sofort gepfählt. Die Jungen und Starken in Ketten zum Wiederaufbau von Schloss Poenari. Dort arbeiten sie, bis ihre Kleider zerfallen und dann noch weiter. Das war keine Rache, das war eine Botschaft. In Vlads Walachei gibt es nur eine Wahrheit: du gehorchst oder du stirbst. Der Wald der Pfähle. Und dann, 1459, kam Vlads berühmteste Tat. Handelsleute aus Sachsen kamen in die Walachei und pflegten die Zölle zu umgehen. Vlad ließ 41 Kaufleute verhaften und pfählen. Er ließ die Pfähle in verschiedenen Höhen aufstellen, je nach dem Rang der Männer. Das nannten die Osmanen Katzikle Bey, der Pfähler. Und dann der Wald aus Pfählen. Historiker schreiben, dass Vlad nach einer besonders blutigen Kampagne 20.000 osmanische Gefangene pfählen ließ, außerhalb von Targoviste, der Hauptstadt der Walachei. Als Sultan Mehmed II., der Bezwinger Konstantinopels, mit einer riesigen Armee anrückte, stieß er auf diesen Wald. Pfähle, soweit das Auge reichte, Leichen in verschiedenen Stadien des Verfalls, Vögel, die daran fraßen. Die osmanischen Chronisten schreiben, dass selbst Mehmed, der härteste Krieger seiner Zeit, bei diesem Anblick geweint haben soll.
Er zog seine Armee zurück. Der Wald der Pfähle hatte gesiegt. Die Nacht des Zorns. Aber Vlad konnte nicht ewig gewinnen. 1462. Die Osmanen kehrten zurück, stärker, entschlossener. Vlad griff zurück auf das, was er am besten konnte: Angst. In der Nacht des 16. auf den 17. Juni 1462 führte Vlad einen der kühnsten Angriffe der mittelalterlichen Geschichte. Mit einer kleinen Truppe von vielleicht 7000 Mann drang er mitten in der Nacht in das osmanische Lager ein. Sein Ziel: Sultan Mehmed II. Persönlich. Er verfehlte ihn knapp. Aber die Botschaft war empfangen. Vlad Dracula ist kein gewöhnlicher Feind. Er ist ein Mann, der den Tod nicht fürchtet. Der Fall und das Erbe Vlad konnte sein Land nicht halten. Sein Bruder Radu, der Schöne, der Osmanenfreund, übernahm die Walachei. Vlad floh, wurde von seinem eigenen Verbündeten, dem ungarischen König, gefangen genommen und jahrelang eingesperrt. 1476 kehrte er ein letztes Mal an die Macht zurück. Er regierte kaum 2 Monate. Dann fiel er, in einer kleinen Schlacht, von seinen eigenen Bojaren verraten. Sein Kopf wurde nach Konstantinopel gebracht. Sein Körper verschwand. Bis heute weiß niemand, wo Vlad Dracula begraben liegt. Dracula lebt 400 Jahre nach Vlads Tod, saß ein irischer Autor in London, Bram Stoker. Er recherchierte für seinen neuen Roman. Er stieß auf den Namen Dracula, Sohn des Drachen, Sohn des Teufels. Er las von Vlads Grausamkeiten und von Transsilvanien, von Pfählen, von Blut, von einem Fürsten, der den Tod zu verschmähen schien. 1897 erschien sein Roman Dracula. Kein Vampir der Geschichte hatte je einen solchen Namen getragen. Vlad war tot, aber Dracula lebte. Er lebte in Bram Stokers Seiten, in 100 Filmadaptionen, in der Popkultur, in Millionen Albträumen. Was bleibt? Vlad der Pfähler war ein Tyrann, das ist keine Frage. Aber er war auch ein Mann, der sein kleines Land gegen das mächtigste Imperium der Welt verteidigte. Ein Mann, der in einer Zeit der Gewalt mit Gewalt überlebte. Und er wurde unsterblich. Nicht durch Blut, sondern durch einen Namen: Dracula, der nie aufgehört hat, uns zu faszinieren. Im nächsten Video werden wir eine Geschichte aufdecken, die noch älter, noch blutiger und noch rätselhafter ist. Wenn dir diese Reise gefallen hat, dann lass einen Like da und teile dieses Video mit jemandem, der schon immer wissen wollte, wer Dracula wirklich war. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.